Die Themen im heutigen Zockerlaunch Wochenrückblick sind: Die Patch Notes zu Warcraft 3 2.0 liegen vor, Kingdom Come Deliverance 1 super günstig, GTA 3 Trilogie hat ein Grafikupdate erhalten, Ubisoft wird wegen The Crew verklagt, Xbox bestätigt Handheld-Entwicklung und Magie-Update für Pioneers of Pagonia vor Full Release. Da hat es Blizzard zumindest versucht, anlässlich des 30. Geburtstags des Warcraft-Franchises verlorene und vergraulte RTS-Fans zurückzugewinnen. Denn mit dem Release der beiden ersten Teile als sogenannte Remastered Edition, ich habe hier berichtet, sowie dem 2.0-Patch für Warcraft 3 konnte man zumindest in gewissem Rahmen Wiedergutmachung leisten. Allerdings hat man sich nun erneut den Ärger der Fans zugezogen, indem man die beiden Remaster dann doch arg lieblos veröffentlicht hat und die neue, stark an Mobile-Spiele erinnernde Grafik bei den wenigsten gut ankommt. Zudem stößt vielen das Weglassen der deutschen Sprachausgabe sauer auf, sowie der Always-On-Zwang, was insbesondere beim reinen Singleplayer-Spiel Warcraft 1 komplett irritierend ist. Hingegen scheint der Warcraft 3 2.0 Patch sehr guten Anklang zu finden und die Fans, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, für die letzten 4 Jahre zu entschädigen. Mich persönlich irritiert das aber, da die versprochenen neuen Cutscenes, mit welchen heute immer noch geworben wird, nach wie vor nicht enthalten sind und es somit für Singleplayer-Spieler wenig Gründe gibt, wegen dem Patch eine neue Runde zu starten, zumal der Patch auch alle Speicherstände zerschossen hat. Reforged 2.0 überarbeitet vor allem die Grafik erneut und nähert sich so wieder dem Original Warcraft 3 an. Zudem könnt ihr euren bevorzugten Grafikstil ab sofort selbst in den Einstellungen bestimmen. Über neue Porträts können jetzt in-game die Hotkeys bearbeitet werden. Wer möchte, kann jetzt außerdem seinen APM, seine FPS, seinen Ping oder die vergangene Spielzeit einblenden. Also klarer Fokus auf den competitiven Bereich, den es immer noch zu geben scheint. Ob damit alle Probleme zumindest im Multiplayer für Reforged nach 4 Jahren gelöst sind, kann ich beim besten Willen überhaupt nicht beurteilen. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Den kompletten Changelog findet ihr oben im i sowie wie immer in der Videobeschreibung. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit. Bereits im Frühjahr 2025 erwartet uns mit Kingdom Come Deliverance 2 ein echtes Brett von Rollenspiel, an dem wohl kaum ein Mittelalter-Fan vorbeikommen wird. Wer sich noch vorher auf dieses AAA-Highlight perfekt vorbereiten möchte, kann sich den ebenfalls grandios guten ersten Teil bei meinem Partner Instant Gaming inklusive aller Add-ons für gerade mal 5 € mitnehmen. Wer das noch nicht gespielt hat, muss das unbedingt nachholen. Absoluter Pflichttitel. Ich packe euch daher wie immer meinen Ref-Link oben ins i sowie in die Videobeschreibung. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank. Nimm deinen neuen Namen an und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Bei dem ganzen Warcraft-Hype diese Woche ist ein bisschen untergegangen, dass auch Rockstar nachgelegt hat und das ebenfalls sehr unglücklich veröffentlichte Remaster ihrer GTA 3 Trilogie nochmals via Riesenpatch verbessert hat. Die neue Version, die es übrigens nur für PC, PlayStation und Xbox gibt, die Nintendo Switch-Version also warum auch immer ignoriert wurde, wurde dabei von Rockstar selbst implementiert. Das Studio Groove Street Games, welches die 3 Spiele einst völlig verbuggt veröffentlichte, war nicht mehr beteiligt. Neu sind eine deutlich schickere Beleuchtung, neue Feuereffekte, neuer Regen und Nebel, verbessertes Zersplittern von Glas, neue und überarbeitete Animationen und neue Blumen- und Lichteffekte. Zudem wurde das Gameplay an einigen Stellen angepasst. So könnt ihr jetzt während des Rennens mit der Waffe zielen, Cutscenes pausieren, das Datum an den Speicherständen ablesen und es wird die korrekte Position des Charakters auf der Map angezeigt. Auch hier, wer sich die Wartezeit auf GTA 6 verkürzen möchte,
könnte jetzt nochmal einen Blick riskieren. Ubisoft wird tatsächlich verklagt. Genauer gesagt von 2 Gamern, die von der Abschaltung von The Crew betroffen sind. Also, was ist passiert? Ubisoft hat das 10 Jahre alte The Crew 1 vor einigen Monaten aus ihrem Store entfernt. Betroffen waren davon alle Käufer, auch die, die das Spiel ursprünglich als Retail-Version erstanden hatten oder es über Steam kauften. Damit sorgte Ubisoft erstmals für Tatsachen, da man laut Ubi AGB für alle Spiele nur eine Nutzungslizenz kauft, welche jederzeit, wie jetzt hier, entzogen werden kann, was natürlich höchst umstritten ist. Die Klage wurde nun eingereicht, da laut Kläger Aussage Ubisoft zumindest für einen Offline-Modus hätte sorgen müssen. Wie das Ganze ausgehen wird, ist hochspannend und für die ganze Games-Branche relevant. Denn jetzt muss ich zeigen, ob die in welcher Form auch immer in eurem Besitz befindlichen Spiele wirklich auch euch gehören oder weiterhin Eigentum vom Entwickler oder Publisher bleiben, der sie euch dann jederzeit wieder irgendwann wegnehmen oder unbrauchbar machen kann. You can drive there. Die Nintendo Switch war mit 120 Millionen Verkäufen die mit Abstand dominierende Konsole der vergangenen Jahre. Wie Xbox-Chef Phil Spencer jetzt erstmals gegenüber Bloomberg bestätigt hat, zollt man diesem Fakt Tribut und arbeitet daher an einem eigenen Handheld. Laut Spencer schaut man sich aktuell den Handheld-Markt genau an und versuche auf dieser Basis ein cleveres Gerät zu entwickeln. In naher Zukunft soll aber erst einmal der Xbox Store auf iOS und Android-Smartphones verfügbar gemacht werden. Das Gerücht, dass Microsoft das Gleiche auf der Nintendo Hybrid-Konsole anstrebt, hält sich übrigens schon seit Jahren. Der Microsoft Handheld befindet sich aber erst in einem Prototypenstadium und wäre somit definitiv noch Jahre von einem Release entfernt. In absehbarer Zukunft sollte dieser Markt also weiter fast ausschließlich Nintendo alleine gehören. Indiana Jones and the Great Circle, State of Decay 3, Atomfall, Stalker 2, Heart of Chernobyl. Und dann kommen wir noch kurz zu Pioneers of Pagonia zurück. Aktuell versuche ich, das große Magie-Update für euch in 3 Videos im Detail zu besprechen, wovon der erste Teil bereits letzten Dienstag erschienen ist. Kommende Woche werde ich dann mit euch ausführlich die Melthorn sowie deren Kontereinheiten in Form von Hexen und Zauberern besprechen, sowie die sich dadurch entstehenden Änderungen an der Wirtschaft. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, erscheint das Update dann für alle am 21. November 2024. In diesem Sinne, checkt unbedingt mal Instant Gaming ab und spart beim Videospielekauf viel Geld, das sich Vergleichen auch hier definitiv lohnt. Unterstützt dabei gleichzeitig diesen Kanal, lasst ein Abo da und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.